Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Nitsch. Ich bin für den Bereich People Enablement Sales verantwortlich. Wir haben heute wieder eingeladen Markus Bause von der PeopleCert, zuständiger Vice President für die Products. Und wir wollen uns heute mal mit dem Thema ITIL 4 Master auseinandersetzen. Schön, dass du da bist, Markus. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Wir haben ja das letzte Mal schon unter Prince27 unser kleines Gespräch gehabt. Wurde auch gut angenommen und darum haben wir uns gesagt, wir versuchen es jetzt nochmal und zwar mit dem Thema ITIL 4 Master. Perfekt, ja. Ich würde jetzt auch gleich schon mal loslegen mit den Fragen, die sich unsere Kunden stellen, die wir uns stellen und wäre froh, wenn du das dann auch dementsprechend beantwortest. Ich gebe mir alle Mühe. Kannst du uns erklären, was die ITIL 4 Master-Zertifizierung beinhaltet und welche Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssen? Ja, dafür gehe ich ein bisschen in die Vergangenheit. Wenn man ITIL sieht, das hat ja eine Historie von jetzt einigen Jahren. In der alten Version, die Vorgängerversion, die 2019 abgelöst worden ist, ITIL V3, gab es schon einen ITIL Master. Und die Idee dahinter war immer, dass der ITIL Master eigentlich, ich sag mal, Praxis widerspiegeln sollte. Also jemand, der den ITIL Master hatte, ist wirklich jemand, der ITIL in der Praxis nachweislich getan hat. Man hatte das so aufgesetzt, aber dass der ITIL V3 Master mehr oder weniger, naja, ich sag mal so, man musste eine halbe Diplomarbeit machen, um den abzulegen. Man musste ihn in Englisch machen, es war extrem teuer. Und das führte dazu, dass am Ende des Tages, ich glaube, es waren insgesamt 50 Leute weltweit, die das gemacht haben. Ja. Wenn man das in der Relation stellt zu 400.000 Leuten, die ITIL jährlich machen, ist das praktisch nichts. Genau. In ITIL 4 kam ja 2019 mit den neuen Büchern. Das neue Qualifizierungsschema war der ITIL Master als Top-Level-Qualifikation immer schon drin, aber es war von der Excelos, die das ja vorher die Eigentümer von ITIL waren, nie festgelegt, wie der denn jetzt nun genau aussehen sollte. PeopleCert hat 2021 den Excelos akquiriert und das übernommen und wir haben in 2022 uns hingesetzt, okay, wir müssen jetzt mal eine Lösung dafür bieten, was ist denn der Master eigentlich? Und haben gesagt, er muss erreichbar sein. Auf der anderen Seite muss er schon darstellen, dass jemand ein wirklich sehr breites Verständnis hat von ITIL. Ja. Und dementsprechend haben wir gesagt, okay, wenn jemand sich mit allen Bereichen, die das Qualifizierungsschema beinhaltet, wenn er sich mit denen beschäftigt hat und die verstanden hat, und das hat er ja bewiesen mit den Prüfungen, die er bestanden hat, dann bekommt er den ITIL Master. Ja. Genau. So, wir haben ja diese drei wesentlichen Säulen, die Practice Guide Qualifikationen, den Managing Professional und den Strategic Leader. Und der ITIL Master wird automatisch verliehen. Wenn jemand diese drei Ziele, Designations, Titel erreicht hat, muss man also auch keine extra Klausur oder Examen dafür schreiben, geht dann automatisch. Okay, das ist ja schon ein absoluter Vorteil. Also ich weiß auch noch, wo das unter V3 gestartet ist, der Master. Ich glaube, es waren 12 oder 20 Teilnehmer so in Deutschland und am Ende hat es, glaube ich, einer gemacht. Ja. Das war's. Wir hatten es damals auch, ich habe ja auch eine ATO oder eine Trainer-Historie. Wir haben das damals auch angefangen und dann irgendwann gesagt, ich sag mal, seid ihr bekloppt, das macht, so wie es aufgesetzt ist, einfach keinen Sinn. Ja. Und das ist jetzt wirklich sehr praxisbezogen überarbeitet worden. Okay. Wer denkst du denn, ist denn hauptsächlich die Zielgruppe für die weiterführenden Seminare nach der ITIL 4 Foundation? Ja. Also wir haben ja den, wie du gesagt hast, Managing Professional Zweig, wir haben den Strategic Leader Zweig und wir haben den Practice Zweig. Ja. Also die Foundation ist für mich eine Grundausbildung für jeden. Also jeder, der mit digitalen Services zu tun hat, und das ist ja mittlerweile schon auch über die IT hinaus, der sollte diese ITIL Foundation haben. Ja. Weil das ist wirklich ein Grundverständnis, wie man Services aufbaut und wie man sie erbringen kann. Und das ist für jeden, der in diesem Bereich unterwegs ist, wie eine gemeinsame Sprache, um miteinander zu arbeiten, mit den Kunden zusammenzuarbeiten, aber auch mit den Kollegen zusammenzuarbeiten. Das heißt, die Foundation ist für jeden. Wenn man sich jetzt diese drei Säulen anschaut, haben wir im Prinzip drei Zielrichtungen. Die Säule mit dem Practice Guides,
die richtet sich ja nach den Practice Guides Publikationen. Das ist richtig Praxis. Ne? Das ist also zum Beispiel die Leute, die im Incident Management arbeiten, die Service Level Agreements schreiben, die Changes verwalten, also die wirklich tagtäglich mit den Practices und Prozessen in ITIL arbeiten, ist das der nächste logische Schritt. Weil das ist genau das, was man aus der ITIL Foundation dann lernt. Man geht so ein bisschen aus der Foundation raus und sagt, ah ja, jetzt habe ich verstanden, um was es geht, aber nicht genau, wie es geht. Das ist dann der nächste Schritt. Für mich auch ganz häufig, in den meisten Fällen, der erste Schritt in der Karriere. Ja. Wenn ich mehr in die Richtung gehe, dass ich anfange, die Serviceerbringung zu steuern, also heißt, ich führe zum Beispiel ein Team, ich führe einen Service Desk oder ein Support-Team oder ich übernehme die wirkliche Verantwortung als Process Manager oder Owner in einer Organisation für diese Teile. Ja. Das heißt, ich komme von der rein, sagen wir mehr operativen auf die taktische Ebene. Dann ist diese Managing Professional, also dieser Management-Teil eigentlich der richtige Schritt. Ja. Ich kann das auch überspringen. Also wir haben die Möglichkeit offen gelassen. Ich kann von der Foundation auch direkt da reingehen. Ja. Das ist für die Leute, die vielleicht schon viel Erfahrung haben und sagen, ich arbeite ja schon da drin. Ich will jetzt nämlich nicht erst nochmal mit den Practices auseinandersetzen, weil das für mich zurzeit gar keine Relevanz hat. Die können natürlich dann auch dort direkt reingehen. Aber sagen wir mal so, von der klassischen Karriere ist das eigentlich, ich habe diese Practices irgendwann mal gemacht, kriege dann mehr Verantwortung, übernehme ein Team, habe eine Managementverantwortung in IT. Der nächste Schritt sind dann diese Managing Professionals. Die orientieren sich ja nach den Büchern. Die Bücher in ITIL 4, ich sag mal, die folgen ja keiner Reihenfolge, sondern das ist, also in ITIL V3 war das dieser Lifecycle, den man hatte. Ja. Die Bücher sind eher verschiedene Perspektiven. Ne? Also hat man zum Beispiel Create, Deliver und Support. Das ist einer, der am meisten gemacht wird. Das ist so der Maschinenraum der IT. Das ist das, was in der IT tagtäglich passiert. Also was der Name auch sagt, wie erstellt man Services, wie überführt man Services, wie supportet man die oder maintaint man die im Tagtäglichen. Ja. Aber zum Beispiel sowas wie der Drive Stakeholder Value ist der Perspektivwechsel, komplett die Serviceerbringung aus der Perspektive des Kunden zu betrachten. Und wie kann ich den optimieren, dass das für den Kunden optimal ist? Und wie kann man auch, das kennt ja jeder, wenn man einen Service einem Kunden erbringt, das ist im ersten Schritt, muss der Kunde lernen, diesen Service zu nutzen. Aber wir lernen auch von dem Kunden, wie er den Service nutzt. Und wie kann ich das steuern? Das ist dann Drive Stakeholder Value zum Beispiel. Ja. Also das ist so, wir sehen, das sind wirklich Managementaufgaben. Und wenn ich dann den dritten Schritt mache, wo ich sage, ich bin vielleicht strategischer Berater oder in einem Unternehmen schon auf der Ebene unterwegs, dass ich Servicestrategien an Digitalstrategien, an Geschäftsstrategien angleiche, über Portfolio nachdenke, also diese Dinge, wo ich sage, ich richte grundsätzlich die Serviceerbringung an den Geschäftsbedürfnissen aus, dann sind wir in dem Strategieteil. Ist also, wenn man das so will, wenn man das Qualifizierungsschema so ein bisschen vor sich hat, von links nach rechts. Ne, wäre es eigentlich so, man startet mit der Foundation, geht in den praktischen Teil, geht in den Management-Teil, geht in den Strategieteil. Ja. Oder man ist halt schon so erfahren oder hat die Berufserfahrung, dann kann man die dann auch direkt machen. Und dann macht doch der Master Sinn, weil dann genau diese drei Säulen zusammen dann auch den Master ergeben. Genau, und unter V3 war es ja eher noch so, dass man gesagt hat, okay, man hat diese Lifecycle-Module, ne, was vergleichbar ist vielleicht, weil würde ich jetzt sagen, mit den Managing Professional-Modulen. Ja. Vielleicht noch ein bisschen den Strategic Leader-Teil, ja, aber es gab halt in dem Sinne nicht nochmal so eine Alternative zu diesen Practice-Modulen. Genau, also von der Flughöhe ne, kann man die alten V3-Module mit den Managing Professionals vergleichen. Es ist aber schwierig, die 1:1 zu mappen, weil man hat in ITIL 4 eine andere Philosophie hinter der Architektur des Frameworks. Ja. In ITIL V3 war das ganz klar. Jedes Buch war eine Phase des Lifecycles. Operation, Transition, Design, genau. CSI, Strategy. In ITIL 4 ist es so, man ist hingegangen und hat gesagt, wir wollen diese starre Lifecycle-Perspektive gar nicht mehr, weil das führt in der Praxis nämlich zu diesen Silos. Operation Silo, Transition Silo. Ja. Und das haben wir ja heute nicht mehr. Die Anforderung ist, das integrativ zu machen, mehr agiler zu machen, mehr so DevOps-orientierter zu machen. Und deswegen ist man ja auch folgt man jetzt diesem Modell der Value Streams, die im Prinzip die verschiedenen Aktivitäten untereinander verbinden. Ja. Daher ist es ein bisschen schwieriger zu greifen, weil man natürlich nicht mehr so ein starres Modell ist natürlich schön einfach zu verstehen und auch einfach zu folgen.
passt aber auch nicht in die moderne Welt. Und das so ein bisschen, deswegen hinkt der Vergleich ein klein bisschen. Aber so von, wenn man sagt, und das ist, glaube ich, eine ganz gute Orientierung, wenn ich wirklich über das tagtägliche Prozessdesign oder so spreche, dann gehen wir in die Practice Guides. Wenn wir über Management der ganzen Geschichte sprechen, dann in die Management Professionals. Und wenn es um die strategische Ausrichtung geht, dann in den Strategic Leader. Okay. Und ich meine, du hast es jetzt schon mal ein bisschen erklärt, aber warum denkst du, ist es wichtig, diese weiterführenden Module auch bis hin zum ITIL 4 Master zu machen? Ja. Also ich kann es jetzt mal aus ATO-Sicht erklären oder mal sagen, wie wir es empfinden. Also die ITIL 4 Foundation läuft wie geschnitten Brot, aber das Thema weiterführende Ausbildung bis hin zum ITIL 4 Master ist dagegen eher noch ein bisschen schwach auf der Brust. Ja. Ja? Und wir versuchen ja auch mit diesem Video heute hier noch ein bisschen das ganze Thema näher zu bringen. Ja. Aber warum denkst du persönlich, ist es so wichtig, dass man sagt, ich mache jetzt die nächsten Steps? Ja. Also nicht nur meine ITIL 4 Foundation, dass ich hier so eine Grundausbildung habe und so einen Überblick über diese ganze Thematik, sondern warum muss ich in die einzelnen Module rein? Ja, erstmal glaube ich, ist ganz wichtig zu sagen, du musst nicht in alle Module rein. Also das ist so ein bisschen, die Leute sehen mal dieses Qualifizierungsschema und dann ist das so ein bisschen ein abschreckender Effekt, weil man sagt, oh Gott, das alles soll ich jetzt machen. Ja. Nein. Es ist ganz wichtig, es ist im Prinzip wie ein Buffet. Du machst das, was jetzt im Moment dir weiterhilft. Und das, was man hier drin sehen, ist eine Karriere, die über Jahre geht. Also wenn ich meine eigene Karriere sehe, ich habe im Service Desk angefangen, ne, wie ganz viele, habe dann irgendwann gelernt, wie funktioniert denn Support, habe dann irgendwann ein Team übernommen, habe dann große Transformationsprojekte gemacht, bin dann Berater geworden, bin dann Trainer geworden, habe dann irgendwann eine CIO-Rolle gehabt und mache jetzt Portfolio. Ja. Und das ist da reden wir von, oh Gott, 25 Jahren. Und das heißt, es ist nicht das Ziel, dass man jetzt sagt, oh, ich muss jetzt durchrennen zum Master in den nächsten 6 Monaten. Sondern... Das ist ja auch eine Geldfrage. Also man muss ja sagen, es ist ja nicht ganz günstig. Ja, eben. Ja, genau. Und, was nichts kostet, taugt auch nichts. Ne? Ja, das stimmt. Nee, also was wir auch schon besprochen haben, auch mit der PeopleCert direkt, da würde ich auch jetzt gerade mal einsteigen, auch für unsere Kunden und Teilnehmer. Was wir uns tatsächlich überlegt haben, ist, dass wir halt versuchen, die Prüfungsgebühren auch über 3 Jahre gleich zu halten, dass wir sagen, okay, wenn jemand den Master machen will, hat er Zeit, 3 Jahre lang die Ausbildung zu machen und muss nicht dann jedes Jahr gucken, wie haben sich hier und da die Preise verändert. Ja. Also das geht von Seminargebühren über Prüfungsgebühren und ich denke, das ist auch ein gutes Angebot. Wir haben ja im letzten Jahr auch trotz Inflation, die wir überall haben, die Preise stabil gehalten. Ja. Und also im Großen und Ganzen ist das Ziel, dort auch eine Stabilität und eine Berechenbarkeit herzustellen. Ja. Um auf die Frage nochmal zurückzukommen mit, warum braucht man das? Ich glaube, die Foundation ist wirklich ein idealer Startpunkt, um zu verstehen, wie die IT-Welt überhaupt tickt oder wie die digitale Welt heute überhaupt tickt. Und das hilft unheimlich, ein Verständnis aufzubauen. Aber ich muss dann schon den nächsten Schritt gehen, um auch tiefer einzusteigen und die Zusammenhänge besser zu verstehen. Und daher ist es so, dass dann zu sehen, da helfen natürlich hochqualifizierte Trainingsanbieter wie die ITSM Group, die in der Lage ist, sich auch zu beraten. Was ist denn jetzt der nächste Schritt? Das heißt also, es auch zu kombinieren mit, was ist mein nächster Karriereschritt, wenn ich das aus der individuellen Perspektive sehe. Also möchte ich gerne Berater werden oder gehe ich in eine interne IT? Oder halt auch aus der Organisation heraus zu sagen, wo haben wir denn momentan auch vielleicht Schwächen, wo wir entsprechende Verbesserungen herbeiführen, wo wir die Adaption von ITIL auch vorantreiben und welches Know-how brauchen meine Leute, um diese Adaption dann auch mittragen und umsetzen zu können. Und das ist ein Punkt, ich sage mal, die guten Trainings ist für mich, dass ein Trainingsanbieter Trainings liefern kann, ist Basisqualität. Ja. Was für mich aber einen sehr, sehr guten Trainingsanbieter auch ausmacht, ist das, was davor stattfindet. Nämlich mit dem Kunden zusammen sich hinzusetzen und zu sagen, welches Paket macht denn jetzt für mich und für meine Leute den Sinn. Ja. Um das dann auch zeitlich zu strecken, auch so abzupassen, dass das Know-how genau zu dem Zeitpunkt zur Verfügung steht, wenn es dann auch gebraucht wird. Also was zum Beispiel ja immer blöde ist, wenn ich Leute schulen, dann passiert 12 Monate lang nichts in der Organisation und dann ist das Know-how weg. Ja. Ja, also am besten ist natürlich, wenn das, was geschult worden ist, dann auch direkt in die Anwendung kommt. Ja, genau.
Was würdest du sagen, welchen Vorteil diese ITIL 4 Master-Zertifizierung für IT-Führungskräfte und Entscheidungsträger hat? Ja, also erstmal ist es natürlich aus der persönlichen Perspektive ist etwas, womit ich mich natürlich auch promoten kann selber. Ne? Also es zeigt schon ein sehr, sehr breites Know-how und Erfahrung. Das ist, es zeigt auch, dass ich auch eine gewisse Zeit lang unterwegs war. Und ich finde, das ist auch etwas, was relevant ist, dass mein Know-how aktuell ist. Ne? Das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Es ist aber auch auf der anderen Seite ein Zeichen in den Markt hinein, dass man sich auch weiterentwickelt. Das ist halt auch ein Punkt, zu sagen, ich bin jetzt nicht auf irgendeinem Know-how stehen geblieben, was ich dann irgendwann 2011 vielleicht mal erworben habe und versuche das jetzt immer noch anzuwenden. Ja. Wir wissen ja, wie schnell sich die Welt entwickelt, gerade in der IT. Und daher ist es so, dass diese Weiterbildungsschritte ja immer auch Perspektivwechsel bedeuten, immer auch, sagen wir mal, auch eine Erweiterung des Scopes bedeuten. Und dann geht man wieder zurück und sagt, okay, ich habe wieder was Neues gelernt, ich habe mich auch mit anderen Leuten ausgetauscht und kann das dann in der Organisation zur Anwendung bringen. Klar, der Master, mittlerweile sind es ungefähr 1000 weltweit, ist auch etwas, was im CV gut aussieht, was dabei hilft, vielleicht den nächsten Karriereschritt zu machen, was dabei hilft, mehr Geld zu verdienen, was ja auch am Ende des Tages nicht so schlecht ist. Also daher macht das schon Sinn. Ja, nee, es ist ja auch für einen persönlich, also gerade wenn man in diese offenen Kurse reingeht, ja, und die Zertifizierung macht, wo man auch mit anderen Entscheidungsträgern dann zusammen sitzt und der Austausch ist, glaube ich, enorm wichtig. Und wie du schon sagst, persönlich bringt es einen natürlich auch weiter, absolut. Auch schon allein das Zertifikat. Absolut. Was mich jetzt aber erstaunt ist tatsächlich diese 1000 weltweit. Ich hätte gedacht, es wären ein paar mehr. Ja? Ja. Na gut, es dauert immer noch einen Moment. Mit den 1000 weltweit sind wir eigentlich ganz zufrieden im Moment. Also Master, ne? Also, das heißt, das sind ja die jetzt komplett durchlaufen sind. Ja. Wir haben die ersten Practice Guide Qualifikationen kamen Anfang des Jahres. Ja? Und es dauert dann schon immer eine Zeit lang, weil wir bringen die auf den Markt. Das heißt also, wir stellen sie dann Trainingsunternehmen zur Verfügung. Die Trainingsunternehmen müssen dann das adaptieren für sich. Das heißt, ihre eigenen Trainer ausbilden, Training machen, Kursmaterial erstellen, wenn sie mit ihrem eigenen Material arbeiten wollen, es auf die Webseite bringen und dann hast du das weißt du besser als ich, den Sehenszyklus. Du gehst zu deinem Kunden, musst dem Kunden das erklären, er muss es in sein Budget einbauen. Das dauert schon 6 bis 8 Monate, bis sowas dann erste Früchte zeigt. Ja. Also aus der Perspektive muss ich sagen, bin ich mit den 1000 sehr zufrieden. Und ich bin viel unterwegs, war letzte Woche noch in Dallas auf einer Veranstaltung. Und wir kriegen überall das Feedback, ja, das war das Modul, das gefehlt hat. Also denkst du in Zukunft, also wenn wir jetzt noch mal ein bisschen zurückblicken, gehen wir mal ganz weit zurück unter der Version 2, ne, wo es den Service Manager gab oder auch ITIL V3, den ITIL Expert. Irgendwann stand das in jeder Stellenbeschreibung drin, in jeder Ausschreibung. Ja. Denkst du, wir kommen mit dem ITIL 4 Master da auch hin? Ja, also absolut. In naher Zukunft, dass gesagt wird, wenn du dich bewirbst, dann solltest du die Zertifizierung haben oder wenn ihr an dieser Ausschreibung teilnimmt, müsst ihr so und so viele Leute haben, die in dem Bereich als ITIL 4 Master ausgebildet sind? Absolut, denke ich schon. Es ist auch so, dass wir sehen ja heute schon, dass das ITIL in fast jeder IT-Ausschreibung drin ist. Dass die Leute sagen, wir brauchen ein ITIL-Know-how. Ja. Ich glaube, dass wir in der Zukunft die meisten Leute in diesen Practice Guides Qualifikationen sehen, weil das ist der nächste logische Schritt. Ja. Es ist nicht so, dass jeder unbedingt bis zum Master gehen muss. Ne, so. Aber das wirst du in den Ausschreibungen sehen, in den Stellenausschreibungen sehen. Und dann ich glaube, um sich für etwas Höheres zu qualifizieren, wirkliche Führungsaufgaben, dafür wird der Master Grundvoraussetzung sein. Ja. Sehr schön. Bin ich übrigens der gleichen Meinung. Da bin ich froh. Also die Vergangenheit hat es gezeigt und ich sage auch mal so, je früher man jetzt einsteigt, desto eher hat man auch diese Zertifizierung. Absolut. Wie gesagt, es ist ein Weg, den man zu gehen hat. Aber die Welt zeigt auch, dass also weder Training, auch Klassenraumtraining ist tot, im Gegenteil. Die Leute wollen in die Klassenräume, die wollen sich mit anderen austauschen, die wollen Trainer haben, die Praxistransfer herstellt. Ja. Klar, wir werden in der Zukunft vielleicht auch noch mehr digitale Kombinationen sehen, also so Blended-Ansätze, dass man sagt, vielleicht macht die Grundlagen mit einem E-Learning und dann aber on top die weiterführenden, zum Beispiel im Klassenraum, wo dann der Austausch noch wichtiger wird. Aber was
Ganz wichtig ist es, dass was die Leute haben wollen, sind Zertifikate oder Badges. Ja, das sieht man, das sieht ja in LinkedIn oder so, jeder postet, zeigt, was er hat. Ja. Die Selbstdarstellung spielt eine große Rolle heutzutage, die sich auch in dem Wettbewerb darzustellen, auch in einem Wettbewerb mit Arbeitskräften aus dem Ausland. Der Ergo, ich glaube, gerade wenn wir hier von Deutschland sprechen, den größten Vorteil, den wir immer noch haben, sind extrem gut ausgebildete Leute. Ja. Aber du musst es halt auch zeigen und beweisen. Ja. Ist auch eine Bereicherung für das Unternehmen, ganz klar. Ja, da gibt es ja diesen dummen Spruch, ne, wo der CEO zum CFO sagt, na, was ist, wenn wir alle Leute ausbilden und die gehen dann weg? Ne? Und dann sagt der CEO, was ist, wenn wir sie nicht ausbilden und bleiben da? Ne? Also genau so ist es. Ich glaube nicht, dass du heute die Leute halten kannst. Ich habe vor kurzem eine sehr, sehr interessante Studie gesehen von LinkedIn. Die haben ja ganz viele, sehen das ja auch, was da gepostet wird und so weiter. Und die sagten, es ist so, dass ein Hauptgrund, warum viele, gerade jüngere Leute die Unternehmen verlassen, ist keine Perspektive. Ja. Und Ausbildung ist ein ganz wesentlicher Faktor, um eine Perspektive zu zeigen, um Menschen zu halten. Wir haben auch eine Studie gemacht letztes Jahr, wo wir 1500 Unternehmen gefragt haben, wie hat die IT-Implementierung, welche Wirkung hat das gezeigt? Und das war, klar kam dann mit operative Kosten wurden gesenkt und so weiter, aber das ist das, was man eigentlich erwartet hat. Ja. Was mich überrascht hat, dass 80% gesagt haben, es hat uns geholfen, Menschen im Unternehmen zu halten. Ja. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass A, diese Ausbildung Perspektiven zeigen, B, wenn eine Organisation sich danach ausrichten, gibt es klare Rollen, es gibt klare Verantwortlichkeiten, die Zusammenarbeit wird besser, es ist vielleicht ein bisschen weniger Stressfaktor auch da, weil Dinge geregelt sind. Und das in dieser chaotischen Welt, in der wir heute unterwegs sind, hilft das total. Ja. Ja. Sehr schön. Absolut deiner Meinung. Und zu unseren Teilnehmern, die schon die ITIL Foundation gemacht haben, oder alle Teilnehmer, die die ITIL 4 Foundation gemacht haben, halten sie ihren Vorsprung. Also, absolut. Ja, und das geht nur mit permanenter Weiterbildung. Mit permanenter Weiterbildung, bei guten Weiterbildungsunternehmen. Und da sind sie bei euch gut aufgehoben. Das denke ich auch. Ja. Nee, super. Perfekt. Danke, dass ich da sein durfte. Ja, Markus, vielen Dank. War schön wie immer. Und wir schauen und überlegen uns das nächste Thema, wo wir uns jederzeit sehen. Vielen Dank und damit zurück ins Funkstudio.